Guten Morgen, Mr. Corbett. Na, hast du heute nichts für mich zu tun? Nein, Scott, und fahr bloß mit dem Zeug weiter. Das stinkt ja, dass er übel wird. Die Abfälle der ehrbaren Bürger von Clifton stinken nun mal. Ach. Na, wie geht's dir, Bill? Hast du gesehen, Scotty? Da behaupten sie, ich könnte nicht gucken. Ich möchte mal einen in Clifton treffen, der mir das nachmacht. Das kann keiner, in ganz Arizona. Bravo, Bill. Du bist der allergrößte Schütze im Westen. Du verdammtes Schwein! 100-mal habe ich dir schon gesagt, dass du meine Flaschen nicht dreckig machen sollst. Die werden noch gebraucht, das weißt du doch, du alter Trottel, du Idiot. Muss ich dir erst eine Schrotladung auf den Hintern brennen, damit du das kapierst? Bill hat sich nichts dabei gedacht, Mr. Murray. Ich reinige Ihnen die Flaschen. Wag ja nicht, mich anzufassen. War das nicht ein Schuss?
Es hört sich so an, aber in Clifton ist schon seit Jahren kein Schuss mehr gefallen. Wer hat da geschossen? Ein Verrückter oder ein Betrunkener? Ach, das war nichts Ernstes, Mr. Turner. Abel Murray hat nur Bill, diesem Drecksack, eine Ladung Schrot in den Hintern gejagt. Wo willst du hin? Du musst noch die Tonne leer machen. Bist du verrückt? Willst du meinen Saloon verpesten? Geh gefälligst hinten rum. Irre ich mich oder hat hier jemand geschossen? Ja, das war ich, Jim. Ich wollte nur den Lauf reinigen. Das solltest du ab und zu auch mal tun, falls du deine Pistole überhaupt noch wiederfindest. Hier vertrete ich das Gesetz. Und der Stern gilt in Clifton mehr als eine alte rostige Kanone. Wie du meinst. Guten Morgen, Doktor. Heute schon so früh unterwegs? Ach, ich war die ganze Nacht unterwegs. Erst eine schwere Entbindung und dann noch eine böse Darmkolik. Na, hoffentlich ist alles gut abgelaufen. Ach, wegen der Entbindung erkundigen Sie sich am besten bei Perkins. Seine Frau hat ihn mit Zwillingen beglückt. Und diese Darmkolik, das war eine von Richter Kutschers Stuten. Also. Hey, Scott, wenn du mit deiner Tour fertig bist, dann nimm deinen Besen und feg vor dem Haus von Vivian Scale, verstanden? In Ordnung, Mr. Miller. Hallo, Gwen. Hallo, wie geht's? Ich hab dich ja ewig nicht gesehen. Hey! Oh. Und du verschwinde auch. Wer zu viel Zeit verkauft, schlecht. Na los, wird's bald. Und du? Wolltest du dir die Mädels ansehen? Oder wolltest du hier sauber machen? Wenn du gefegt hast, sag mir Bescheid. Dann gebe ich dir einen $1/4. Danke, das ist gar nicht nötig. Sie wissen doch, ich will von Ihnen kein Geld. Sie haben genug für mich getan, als ich noch hier war. Damals warst du noch ein kleiner Junge.
etwas? Ein Stall. Oh ja, da vorne ist ein Pferdestall, das erste Haus hinter der Kreuzung. Er gehört Mr. Miller. Und wo kann ich schlafen? Ich schlafe gern gut. Gehen Sie in den Saloon Gila, Sie sind gerade dran vorbeigeritten. Das ist Spielsaal, Restaurant, Bar und Hotel zugleich. Möchtest du $1 haben? Dann bring das Pferd in den Stall. Gern, Sir. Wie ist dein Name? Scott. Und weiter. Nur Scott. Weil meine Mutter... Ich habe sie gar nicht gekannt. Und wie hieß sie? Ich kenne nur ihren Vornamen, Mary. Mary? Na, das ist doch ein netter Name. Wieso nennst du dich nicht Scott Mary? Ach, dann lacht man mich doch aus, wenn ich sage, dass ich mich Scott Mary nenne. So, meinst du? Es ist noch nicht raus, dass sie darüber lachen. Wenn das Pferd versorgt ist, komm rüber in den Saloon und hol dir deinen $1. Mein Name ist Tolby. Es gibt Arbeit, Kumpel. Du musst ihn besonders sorgfältig striegeln. Ich habe mir eben $1 verdient. Nur fürs Herbringen. Sieh dir den Sattel an. So was Gutes sieht man hier selten. Was machst du da mit deinem $? Na, der wird gespart. Jetzt habe ich schon $8. Und wenn es $18 sind, kaufe ich mir einen schönen Colt für das Geld. Und was machst du mit dem Colt, Scott? Heutzutage brauchst du kein Schießeisen mehr. Es gab Zeiten, da war eine gute Pistole mehr wert als Geld in der Bank. Nach dem Tod von Doc Holliday von der OK Ranch, da gab es ein wahres Blutbad um den Besitz einer unfehlbaren Pistole. Naja, Doc Holliday war der schnellste Schütze im Westen. Er und nicht seine Pistole. Beide zusammen. Er und seine Pistole. Die Erfahrung eines Menschenlebens kann in einer Pistole stecken. Es ist nicht damit getan, schneller zu ziehen als irgendein anderer, wenn der andere einen Trick kennt, den du nicht kennst. Zu meiner Zeit, da musste man entweder die Tricks kennen oder man landete auf dem Friedhof. Ich kaufe mir einen Colt und ich werde ihn auch tragen. Ich möchte sehen, ob es danach irgendjemand wagt, mich Bastard zu nennen. Der, den ich jetzt habe, ist aus Holz. Aber er liegt mir besser in der Hand als ein Besenstiel. Oder meinst du nicht? Manchmal frage ich mich, ob es nicht eine verdammte Dummheit war, dir beizubringen, wie man zieht. Pfleg das Pferd gut. Vielleicht kriegst du dann von Tolby auch $1. Tolby? Ja, er hat mir gesagt, dass er so heißt. Tolby? Ich glaube, den Namen habe ich schon mal gehört. Ach, und wo? Nicht in unserer Stadt, das war woanders. Tolby. Frank Tolby. Schade. Es sind so hübsche Rosen. In 2 Tagen sind sie verwelkt. Mein Vater hat es mir ausdrücklich verboten, mit dir zu sprechen. Verstanden. Danke. Jetzt sind wir schon 6. Vielleicht kriege ich das Dutzend noch voll. Du bist ja noch jung. Du wirst es schon schaffen. Hier ist $1. Setz dich. Ist in Ordnung. Setz dich ruhig. Möchtest du einen Whisky, Scott Mary? Ja, gern. Was hast du hier zu suchen? Er ist mein Gast. Er möchte einen Whisky haben. Sie sind bestimmt nicht aus dieser Gegend.
Er reinigt die Toiletten, fegt die Straßen und hin und wieder auch diesen Saloon. Er kriegt hier drin nichts zu trinken. Er hat hier nichts verloren. Wenn er was trinken will, kann er in die Küche gehen. Ich kann den Gästen nicht zumuten, dass... Einen Whisky. Na schön, einen. Abel, schmeiß ihn raus. Oder soll ich es tun? Sollen wir uns an einen Tisch setzen mit dem Scheißhausreiniger? Los. Hast du dich gehört? Los, raus ja. Scott Mary ist mein Gast. Mein Gast trinkt mit mir, solange ich Lust habe. Er geht hier raus. Clifton ist unsere Stadt. Und wir lassen uns keine Vorschriften machen. Und wenn er nicht freiwillig verschwindet, dann schmeiß ich ihn raus. Das dürfte Ihnen wohl nicht gelingen. Oder doch? Er geht! Sie können bezeugen, dass er mich bedroht hat, bevor ich geschossen habe. Nachdem die Zeugen verhört worden sind, verkünden wir als Richter im Namen des Gesetzes folgendes Urteil. Perkins fand während eines Streites den Tod. Aufgrund der Ermittlungen des Gerichtes ist Mr. Talby freizusprechen, da er in berechtigter Notwehr handelte. Wo du hingehörst, werden wir dir schon beibringen. Ich habe noch eine Frage. Ist das der erste Mann, den Sie erschossen haben? Das heißt, der erste, den Sie aus Notwehr erschossen haben? Nein, Marshal, es war nicht der erste. Aber ich führe darüber keine Liste. Die Verhandlung ist geschlossen. Einen Augenblick, mein Junge. Lass mich wenigstens erst draußen sein. Was ich nicht sehe, kann ich nicht bestrafen. Das ist der Perkins, der deinetwegen sterben musste. Und das, weil du meinen Saloon verpestet hast. Lass dich nie wieder bei mir sehen. Die Tracht Prügel hast du verdient, mein Junge. Hoffentlich lernst du daraus. Und das dafür, dass du einem hergelaufenen Fremden mehr gehorchst als uns. Verfluchter Bastard! Der Junge hatte nichts damit zu tun. Mach, dass du in deinen Stall zurückkommst, du blöder Kerl! Wir müssen ihn einholen, Satana. Los, weiter! Fluch. Kannst du nicht schneller rennen? Jetzt haben wir ihn wieder aus den Augen verloren. Ach, du lauf mal ein bisschen, du Alter. Ich mag keine Leute, die ihre Tiere misshandeln. Ich hab Kleiner Trick. Warum bist du mir nachgeritten? Hoffentlich fällt dir eine gute Ausrede ein, sonst war es deine letzte. Sie wollten mir an den Kragen. Da bin ich lieber weggelaufen. Das ist keine gute Ausrede. Ich will auch so werden wie Sie.
Ziehen kann ich schon. Aber ich hatte noch nie eine richtige Pistole. Wenn Sie es mir zeigen, lerne ich es bestimmt schnell. Vielleicht kann ich Ihnen nützlich sein. Ich werde Sie nie im Stich lassen. Meinetwegen. Das heißt, na schön. Erste Lektion. Man darf nie einen Mann bitten. Schicken Sie mich nicht zurück? Wie viel Geld hast du? $8. Gib sie mir. Dabei kannst du gleich die zweite Lektion lernen. Nein. Zweite Lektion. Du darfst einem Menschen niemals trauen. Also los, Satana. Hören wir uns die dritte Lektion an. Was ist das? Tequila, Senor. Etwas anderes haben wir nicht. Aber das wird Ihnen gut tun. Alle nehmen mir einen kräftigen Schluck Tequila, bevor Sie weiterreiten. Ich will gar nicht weiterreiten. Und nun gehen Sie zu Wild Jack und sagen Sie ihm, dass ich hier bin. Mein Name ist Tolby. Ja, sofort, Senor. Hey, wo bin ich hier? Wie heißt das Nest? Bowie, ein friedlicher Ort. Jedenfalls jetzt noch. Jedenfalls jetzt noch? Was heißt das? Dass hier gleich die Hölle los sein wird. Wild! Wild! Wild, Torbe ist da! Dritte Lektion. Stell dich nie zwischen einer Pistole und ihr Ziel. Hallo, Wild. Komm doch rein. Verflucht. Es wäre besser gewesen, du wärst nicht gekommen, Tolby. Warum gleich so pessimistisch? Das wird sich rausstellen. Abwarten. Das sollte nur ein guter Rat sein. Ich
bin nicht so rachsüchtig, wie du meinst. Gib mir meine $50.000 und ich gehe wieder. Ob du es glaubst oder nicht, seit Jahren habe ich nicht einen lausigen Dollar gesehen. Vor 10 Tagen saß ich noch im Gefängnis. Das weiß ich. Ich habe geduldig 10 Jahre auf dich gewartet. Dein Geld ist futsch. Ich habe 10 Jahre lang gesessen. Das ist nicht meine Sache. Ich konnte damals nicht anders. Ich musste ein paar Leute aus Clifton einweihen. Hör mal, wenn du mir deine Lebensgeschichte erzählen willst, setz dich doch. Es war alles klar, um das Ding in Abbey Lane zu drehen. Die aus Clifton waren ehrliche Leute. Die gaben nur den Tipp weiter. Sie wollten mir ein Alibi besorgen. Die Sache war perfekt, ohne Risiko. Wir wollten halbe machen. Und diese ehrlichen Leute haben dich reingelegt. Ja, sie haben mich aufs Kreuz gelegt. Sie haben vor Gericht gegen mich ausgesagt. Das Geld war verschwunden. Was sollte ich denn tun? Mein Wort gegen das Wort eines Bankiers, eines Richters? Und gegen die ehrlichen, reichen Bürger. Und meine 50.000 wanderten ebenfalls in ihre Taschen. Genau. Warum gehst du denn jetzt nicht nach Clifton? Setz die ehrbaren Bürger unter Druck. Nimm ihnen das Geld ab, was dir zusteht, und bezahl deine Schulden an. Ich bin ausgebrochen. Sie sind hinter mir her. Sie suchen mich in ganz Arizona. Hier in Bowie bin ich sicher. Bloß ein paar Schritte und ich bin in Mexiko. Na schön. Also machen wir Folgendes. Du gibst mir die Namen dieser Leute in Clifton und dann verschwindest du nach Mexiko. Und da wirst du bleiben. Was wirst du denn tun? Ganz einfach. Ich übernehme deine Rache für $50.000. Dann schulden diese ehrbaren Leute von Clifton das Geld Frank Tolby anstatt dir. Und wenn ich es nicht tue? Ja, dann wirst du trotzdem zahlen. So oder so. Na gut, Tolby. Ich streite mich nicht mit dir. Du bist zu schnell. Tequila für alle. Ich will das Wiedersehen mit einem alten Freund begießen. Alles trinken mit. Willst du nichts trinken? Noch nicht, Wild. Wer weiß, vielleicht stimmt deine Geschichte, vielleicht auch nicht. Aber wenn alles klar geht, trinke ich auf deine Gesundheit. In Clifton. Du hältst dich wohl für sehr klug, Tolby, eh? Na, trinken wir allein, amigos. Auf Wild Jacks wohl. Los. Nein. Du willst auch nicht trinken? Nein. Ich gehöre zu ihm. Wenn ich dich einlade, wirst du trinken. Das reicht, Wild. Komm. Hör zu. 4. Lektion. Mit Schlägen ist es ebenso wie mit Kugeln. Wenn die ersten nicht gleich treffen, ist man meistens erledigt. Hab verstanden. Wild! Du hast was vergessen. Du wolltest mir noch die Namen dieser Leute in Clifton sagen. Das vergesse ich nicht. Keine Angst.
Das war Turner, der Bankier. Der wusste, wann das Gold abging. Richter Kutscher. Der wollte für mein Alibi sorgen. Abel Murray hat den Transport begleitet. Bill Farrow war Kommandant der Garnison. Er besitzt jetzt eine Ranch. Das ist gar nicht mal weit von hier. Nein, Freund, nicht doch, bitte. Bitte nicht schießen. Nein, Sie können ihn doch nicht umbringen. Er ist doch wehrlos. Fünfte Lektion. Wenn du jemanden anschießt, dann sei vorsichtig, dass er dich nicht eines Tages umlegt. Farrow. Bill Farrow. Endo, eine Bewegung und du bist ein toter Mann. Ist Wild Jack dafür verantwortlich? Stimmt. Kluger Junge. Pistole weg. Komm raus. So, Tolby. Ein bisschen Bewegung wird dir gut tun. Los! Hey!
Vieh her? Ist das nicht das Maultier von Torbys Freund? Aber er ist abgehauen, dein Freund. Der Feigling. Sechste Lektion. Im richtigen Augenblick am richtigen Ort sein. Bravo, Scott Mary. Ich glaube, ich sollte mich bei dir bedanken. Das brauchen Sie nicht. Aber darf ich jetzt mit Ihnen reiten? Siebte Lektion. Bevor du einen befreist, solltest du ihn entwaffnen. Achte Lektion. Lade die Pistole nur mit so viel Kugeln, wie gerade nötig sind. Na gut. Ich nehme dich mit. Aber mach dir keine Illusionen. Ich habe noch sehr viel zu tun und du wirst ein hartes, gefährliches Leben führen. Mr. Turner? Ah, wieder in Clifton, Mr. Torby? Was verschafft mir die Ehre? Es handelt sich um Geld. Wollen Sie bei uns Geld deponieren? Nein, ich möchte Geld abheben. Aber ich verstehe Sie nicht ganz. Sie haben doch bei uns gar kein Konto, Mr. Torby. Meine ich nicht, aber Wild Jack. Wild Jack? Ja, Wild Jack. Wild Jack ist tot. Aber sein Konto ist noch offen und das möchte ich auflösen. Ich verstehe Sie immer noch nicht ganz. Bill Farrow ist ebenfalls tot. Aber er hat noch ein Geständnis abgelegt und mir eine Liste gegeben mit den Namen seiner Komplizen. Ihr Name war auch darunter. Mr. Torby. Wie viel Dollar wollten Sie abheben? $1000. Ich habe verstanden. Mick, $1000. Hier. Und würden Sie mir jetzt das Dokument aushändigen? Für diese Kleinigkeit? Wofür halten Sie mich? Ich komme wieder. Bei Ihnen ist mein Geld gut aufgehoben. Stimmt irgendetwas nicht? Holen Sie Abel Murray und den Richter, aber schnell. Ja, Sir. Nein, warten Sie! Zu Abel Murray brauchen Sie nicht mehr zu gehen. Aber gehen Sie zum Richter. Er möchte sofort zu mir kommen. Ja, Sir. Was soll das bedeuten? Dass wir Partner sind. Die Hälfte von Ihrem Saloon gehört mir. Für $1000? Ich bin nun mal großzügig. Ich bezahle für etwas, was mir gehört. Aber Mr. Torby, soll das ein Scherz sein? Das ist kein Scherz. Ich habe zurzeit keinen Sinn für Humor. Ich habe das Erbe von Wild Jack angetreten. Tja, ja, mein Freund, ich bin jetzt ein Mann, mit dem man in Clifton rechnen muss. Ich habe mein Bankkonto hier. Mir gehört die Hälfte dieses Saloons. Und ich habe die Waage der Gerechtigkeit. Und nach welcher Seite sie sich neigen wird, das werde ich in Zukunft bestimmen. Ihre Unterschrift. Was
Was ist das? Der Vertrag unserer Partnerschaft. Glauben Sie... Bill Farrow hat ausgepackt. Also, wollen Sie unterschreiben oder lieber an den Galgen kommen? Fein. Welches Zimmer habe ich? Ich bin jetzt der Chef. Nummer 7. Gut. Was habe ich überhaupt unterschrieben? Ein schönes, komplettes, detailliertes Geständnis. Sie werden bald kommen, Scott Murray. Alle Leute haben sich in ihre Häuser zurückgezogen. Die Perkins Ranch liegt in nördlicher Richtung, also werden Sie wohl von da kommen. Und merkt ihr Folgendes, Scott. Jemand, der auf einem Pferd sitzt, hat auf zweierlei zu achten. Auf sein Pferd und auf sein Schießeisen. Darum darf man ihn nicht absitzen lassen. Am besten stellst du dich da drüben in den Schatten, Scott. Da sieht dich keiner. Muss ich auf Sie schießen? Erst, wenn ich geschossen habe. Aber wenn du schießt, dann muss es schnell gehen. Und schieß nicht daneben. Beweis mir, dass du deine Lektionen gelernt hast. Das Auge des Gesetzes wacht, ne? Wo haben Sie denn Ihren Laufburschen aufgestellt? Gehen Sie lieber aus der Schusslinie, Marshal. Sie kommen schon. Tolby, ergib dich! Hört mal zu, überlegt, was ihr tut. Ihr setzt euch ins Unrecht. Tolby ist in der Gerichtsverhandlung freigesprochen worden. Ihr könnt nicht auf eigene Faust das Gesetz korrigieren. Also reitet nach Hause, sonst muss ich euch einsperren. Seit wann nimmst du mit deinem Stern einen Mörder in Schutz? Das muss ich, wenn ich es auch nicht gern tue. Und wie Perkins war, wisst ihr ja auch. Er ist an den falschen Mann geraten und hat verloren. Wollen wir uns von dem Dummkopf aufhalten lassen, Frisky? Hör doch nicht auf das Gerede. Wir wollen Tolby endlich baumeln sehen. Ich warne euch, er ist nicht allein. Ihr rennt in eine Falle. Scher dich zum Teufel, du kannst uns nicht aufhalten. Pistole weg oder ich schieße. Gott, wo steckst du denn? Bravo, Scott. Jetzt wagt es keiner mehr, dich zu treten. Jetzt bist du ein Mann. Sie brauchen einen Arzt, Sie sind verletzt. Ja, bloß eine Schramme. Und außerdem am linken Arm. 4 Tote und 2 Verletzte. Sind Sie jetzt zufrieden, Mr. Tolby? Ich habe erst geschossen, als Sie umfielen, Marshal. Scott, jetzt gehört diese Stadt uns. Bei den beiden kommt jede Hilfe zu spät. Einfach nicht zu fassen, sowas habe ich noch nicht erlebt. Ja, und Sie werden ihn auch diesmal wieder freisprechen müssen. Tja. So.
Schnell, Doktor, ein Bauchschuss. Dr. Torby ist verletzt. Behandeln Sie erst ihn. Der Mann hat einen Bauchschuss. Was erlauben Sie sich? Er gehört zu denen, die angefangen haben zu schießen. Scott, du hast was getrunken. Duzen Sie mich nicht, Sie Bastard! Und ab heute bin ich für Sie Mr. Scott, Sie Bastard! Merken Sie sich das, Sie Bastard! Was haben Sie mit dem Jungen gemacht? Er ist ja plötzlich wie ein tollwütiger Wolf. Ein Wolf ist er schon immer gewesen. Tollwütig habt ihr ihn erst gemacht. Bravo, Scott Mary. Wir haben dich, glaube ich, immer unterschätzt. Ich bin der Erste, der das einsieht. Und ich bitte dich um Entschuldigung. Hol dir einen Besen. Was? Ich sagte, hol dir einen Besen, damit du es lernst, selbst deinen Schweinestall auszufegen. Na los, mach schon. Du gehst wieder in deinen Stall zurück. Na schön, Marshall. Bringen Sie mich doch hin. Das werde ich auch tun. Seien Sie vernünftig, Nigel. Sagen Sie nichts Unüberlegtes. Gerade jetzt. Dir sollte man gehörig den Hintern versohlen, Scott. Mit einem Besenstiel. Mit einem Besenstiel, hm? Die Zeiten sind vorbei. Für immer, Marshall. Keine Bewegung. Gott! Das habe ich nicht von dir erwartet. Komm mit, Scott. Geht doch zum Teufel. Alle, wie ihr da seid. Du bist verdammt schnell, Scott Mary. Bravo. Darf ich jetzt die Schwerverwundeten behandeln? Okay. War das dein Freund, der dir gezeigt hat, wie man zieht? Ja, das war er. Murph Allen. Murph Allen? Ja. Der Alte, der den Pferdestall in Ordnung hält und die Tiere versorgt. Murph Allen Short. Ja, jetzt fällt's mir ein. Er war ein sehr guter Schütze, ich erinnere mich. Sie kannten Murph? Oh ja. Er war früher Marshal in Abilene. Er hat mich einmal mit seinem Gewehr aus der Stadt gejagt. Ich hab's nicht vergessen, obwohl es lange her ist. Weißt du, vielleicht hat er recht. Ich sollte dich in den Stall zurückschicken und dir die Pistole wegnehmen. Dazu ist es zu spät. Versuchen Sie es ja nicht. Ja. Es ist zu spät. Sie haben sich hier viele Feinde gemacht, Mr. Tolby. Mag sein. Vorsicht, im Haus mir gegenüber.
Haben Sie was abgekriegt? Nein, ich habe noch mit der alten Wunde zu tun. Wer ist das eigentlich? Ist er auf unserer Seite oder nicht? Jedenfalls hat er Sie gewarnt. Ich möchte nur wissen, warum. Gentlemen? Sind Sie von allen guten Geistern verlassen? Warum haben Sie dieses Schwein gewarnt? Was soll das? Sie wissen genau, wozu wir Sie engagiert haben. Ich bin 500 Meilen gereist, um hierher zu kommen. Und ich lasse mir nicht von einem Barbier meinen Job stehlen. Also wussten Sie schon, dass es Tolby ist? Und warum haben Sie ihn gewarnt? Ich will meine $10.000 verdienen. Gut. Wenn Sie so sicher sind, dass es Ihnen gelingt, 1/3 sofort und den Rest später. So wie die Dinge liegen, wird es vielleicht etwas teurer. Ein Schluck auf mein Wohl, Marshal? Nein. Das ist Corbetts Gewehr. Jetzt gehört es Ihnen. Es ist eine gute Waffe, wenn einer damit umgehen kann. Als Kind habe ich gesehen, wie Owen Mackenzie damit in einer Stunde 12 Büffel erledigt hat. Der arme Corbett. Er konnte besser rasieren als schießen. Nigel, die Waffe ist noch nicht erfunden, die mich erledigt. Wer weiß. Ich habe gehört, dass Sie mit der Pistole sehr flink sind. Und ich habe es ja selbst gesehen, Tolby. Aber wer weiß, wie es bei einem richtigen Duell aussieht. Sie meinen diese alberne Spielerei, wo man die Schritte zählt? Sowas Ähnliches. Aber von einem Pferd aus. Und mit einem Vorderlader als Waffe. Haben Sie dafür einen Grund? Ich habe Ihnen ja schon gesagt, Tolby. Sie haben sehr viele Feinde hier. Und die haben mich herbestellt, klar? Interessant. Na gut, wenn Sie unbedingt sterben wollen. Also morgen früh. Bei Sonnenaufgang? Okay.
Nein, nein. Ich bitte Sie, Tolby. Ruinieren Sie mich nicht. Bitte. Bitte, Tolby, hören Sie zu. Sie tun mir Unrecht. Ich war es nicht, Tolby. Ich war es nicht. Ich habe den Mann nicht herbestellt. Ich tue alles, was Sie verlangen. Dann sind wir ja einig. Dieses Haus gefällt mir nicht mehr. Ich mache bald einen neuen Saloon auf. Wissen Sie, wie er heißt? 45er. Dem zu Ehren. Ihm verdanke ich meine Partnerschaft. Jetzt will ich meinen Anteil haben. Ihre $1.000. Aber Murray, der Saloon ist doch mindestens $40.000 wert. Ich bin schwach im Kopfrechnen, aber Sie werden mir das sicher abnehmen. Aber Sie haben mir nur... Nein. Gut, was Sie wollen. $20.000, aber ich habe sie im Augenblick nicht da. Unterschreiben Sie die Anweisung. Ja. Schön. Die Summe setze ich selbst ein. Mr. Tolby, kriege ich denn keine Quittung? Das hier ist Ihre Quittung. Sheriffs gesucht zur Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung in Clifton. Nigel, Sheriff. Von wem hast du denn die Pistole? Die? Oh, die hat mir der Marshal gegeben. Soll ich denn jetzt Sie und Murph Allen zu dir sagen? Oder sage ich weiter Murphy? Scott, ich bin immer der gleiche. Auch wenn ich eine Pistole trage. Sag die Wahrheit. Hast du was gegen meine Freundschaft mit Tolby? Nimm dich in Acht, Scott. Ich habe gehört, dass du noch schneller ziehst als er. Mag sein, dass dein Auge und deine Hand schneller sind, aber wenn du überleben willst, dann brauchst du noch was anderes. Erfahrung. Es gelingt dir doch nicht, mich gegen ihn aufzuhetzen. Tolby ist nicht mehr der Jüngste, mein Junge. In dem Alter geht es schnell bergab. Er spürt von Tag zu Tag, dass er langsamer wird. Die Muskeln gehorchen zwar noch, aber die Reaktion ist nicht mehr so schnell. Tolby weiß das und er hat dasselbe gemacht wie viele andere. Er hat sich einen Gehilfen genommen, einen jungen Burschen, einen, der an ihn glaubt. Und der für ihn schießt. Wenn er klug ist? Was hast du daran auszusetzen, wenn es so ist? Der Tag wird kommen, an dem du ihm zu sehr überlegen bist. Er hat jetzt eine letzte Chance. Hier in dieser Stadt. Es gelingt ihm entweder hier Fuß zu fassen oder er geht vor die Hunde. Es war schon immer deine Stärke, Geschichten zu erzählen. Dann hör auf mich und schlag beim Schießen nicht auf den Hahn. Streichle ihn ganz zart. Das hat er auch schon mal gesagt. Und was heißt das? Hast du mal beobachtet, wie er zieht? Ja, aber was ist daran Besonderes? Das ist einer von seinen Tricks. Du schießt so, Scott. Und Tolby schießt so. Aber wenn du den Lauf so anfasst, dann pass auf, dass du die Trommel nicht hemmst. Tolby hat selbstverständlich den Hahn verändert. Er feuert 6 Schüsse in derselben Zeit, in der du 3 abschießt. Und dabei schießt er genauer. Das ist sein Vorteil. Es liegt alles an der Pistole und deine hat er dir ausgesucht. Na, wieso? Ich finde die Pistole tadellos. Die Pistole ist gut, ja.
Aber der Lauf ist 7 Zoll lang. Sie liegt mir aber wunderbar in der Hand. Hast du seine Pistole mal gesehen? Ja, sie ist genau wie meine. Nein, seiner fehlt das Korn. Ganz recht. Er hat kein Korn, weil er den Lauf abgesägt hat. Dein Lauf ist 2 Zoll länger. Das sind 2 Zoll mehr zu ziehen. Weißt du auch, was das heißt? Ja, dass ich genug habe von deinen Geschichten. Was denkst du denn eigentlich, dass ich mich gegen Tolby stelle, weil sein Lauf 2 Zoll kürzer ist als meiner? Denk an mich, wenn der Tag kommt, wo du Tolby Aug in Auge gegenüberstehst. Ach, Blödsinn. Ich habe dir noch was zu sagen, Scott. Falls mir irgendetwas passiert, ich habe doch dein Päckchen versteckt. In dem Kasten, wo du dein Geld aufbewahrt hast. Was soll's? Scott, nimm es an dich, wenn du noch an mich denkst. Aber du kannst es auch lassen, wenn du denkst, ich bin ein alter Narr. Lass mich in Ruhe. Faites vos jeux. Rentrez, rien ne va plus. Croisas. Rien ne va plus. 24 noir. Erifa. Madame a gagné. Madame a gagné. Madame a gagné. Voilà, madame. Ihre Einsätze. $500. Sie haben $500. Ihre Einsätze, bitte. Ihre Einsätze. Voilà, monsieur. De la chance. Hein? Draußen stehen 3 Hilfs-Sheriffs. Ich werde mich drum kümmern. Danke, Gwen. Ihre Einsätze, bitte. Ihre Einsätze. Was sollen wir tun? Draußen stehen 3 Hilfs-Sheriffs. Das Limousinen oben ans Fenster. Scott, du wirst die Hintertür übernehmen. Den Haupteingang übernehme ich selbst. Wer wünscht noch Karten? $80 sein. $80. Wünscht noch jemand Karten? Die Treppe auf. Hey, Cross. Was ist los? Suchst du jemand? Na, was ist? Hast du die Sprache verloren oder willst du lieber die Pistolen reden lassen? Dann fang an, Cross. Scott, ich bin Hilfs-Sheriff. Ich vertrete das Gesetz und sorge für Recht und Ordnung. Du bist irgendein Mann, der dafür bezahlt wird, mich umzulegen. Zieh schon, du Feigling! Scott, alles in Ordnung? Werfen Sie Ihre Pistole weg, Tolby. Ist schon alles erledigt. In Clifton ist jetzt kein Hilfs-Sheriff mehr, der uns gefährlich werden kann. Du hast es erkannt. Komm mit rein, Scott, das müssen wir feiern. Es war ein trauriges Lied, aber er hat es gut gespielt. Er wird es nie wieder spielen. Feiert doch alleine, wenn ihr noch Lust dazu habt. Seit wann bist du so sentimental, Scott Murray?
Vielleicht seit heute. Scott Mary. Dich suche ich gerade. Komm bitte mit, mein Vater möchte dich sprechen. Ach nein. Letztes Mal hat er mich weggejagt. Ich weiß, aber seitdem hat sich vieles geändert. Komm mit, er erwartet uns in der alten Post. Sei doch nicht so misstrauisch. Ja. Wir möchten Sie dazu überreden, dass Sie umsteigen. Auf unsere Seite. Damit wieder ein bisschen mehr Ruhe und Ordnung herrscht. Finden Sie nicht auch, dass das nötig wäre? Was ihr unter Ordnung versteht, habe ich 20 Jahre genossen. Jedes weitere Wort ist überflüssig. Du hast vielleicht recht, aber du kennst mich gut. Unser wichtigstes Problem ist im Augenblick Tolby. Wenn er ausgeschaltet ist, dann wird sich alles Übrige finden. Nein, Murph. Das kannst du nicht sagen. Tolby hat nichts Unrechtes getan. Er hat sich immer nur gewehrt, wenn man ihn angegriffen hat. Er wird jeden umlegen, der seinen Absichten und Zielen im Wege steht. Ganz egal, wer es ist. Aber Scott, ich vertreibe ihn aus Clifton, wie ich ihn vor 20 Jahren aus Abbey Lane vertrieben habe. Junge, ich möchte nicht, dass es dazu kommt, dass wir uns feindlich gegenüberstehen. Na schön, dann lass Tolby in Ruhe. Geh da rüber. Scott! Ich habe ja gesagt, er wird's nicht annehmen. Umso schlimmer für ihn. Dieser Bastard hat selbst sein Urteil gesprochen. Und Sie, Murph, müssen es vollstrecken. Richter, Sie sind ein Schwein. Eileen? Hier bin ich, Scott. Ich habe Scott Mary erledigt. Ich habe ihn erschossen. Scott! Da liegen sie alle beide. Mörder! Ist der Bastard krepiert? Fragen Sie in der Hölle nach, ob er da ist, Turner. Nein! Diesmal ist es keine Notwehr gewesen, Tolby. Diesmal war es Mord. Geben Sie mir die Pistole. Warten wir ab, was das Gericht dazu sagt, Nigel. Fassen Sie die Pistole am Lauf an. Sie haben gewonnen, Tolby. Offensichtlich war es nicht nur Glück. Dieses Land hat eine Zukunft. Und unsere Stadt hat sich entwickelt. Ich könnte mir denken, dass Sie jetzt mehr als zuvor einen Freund brauchen, der Richter ist. Was gesetzlich geschieht, ist manchmal sicherer als das, was ungesetzlich geschieht. Und du willst mir erzählen, dass dieser Knabe so von heute auf morgen den Besen mit der Pistole vertauscht hat? Das stimmt aber. Wenn du mal gesehen hast, wie Scott Mary schießt, dann kannst du bloß noch deine Pistole wegwerfen. Na, Scott Mary, der Wunderknabe, hä? Seit 3 Wochen hält er sich nun schon bei dem Mädchen vom Vivian's Kill auf. Er traut sich anscheinend nicht mehr raus. Der Doktor sagt, er musste ihm einen Muskel im rechten Arm zerschneiden, damit er an die Kugel ran konnte. Eines Tages müssen wir ihm noch die Whiskyflasche an den Mund setzen, dem großen Pistolenhelden. Sind doch alles Märchen. Wenn einer krepiert oder er kann nicht mehr schießen, dann wird er mit einmal zum größten Schützen. Ja, genau wie Doc Holliday zum Beispiel. Als der tot war, hat man über seine Schießkunst Wunderdinge erzählt. Also, wenn dieser Scott Mary wirklich am Leben bleiben sollte, dann wird man von ihm eines Tages erzählen, dass er imstande war, aus 10 Schritt Entfernung ein Streichholz anzuzünden.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Scott. Champagner. Ja, Sir. Erst müssen wir feiern. Du siehst gut aus. Was macht dein Arm? Ich bin ganz gut in Form. Du bist noch schneller als vorher. Ja, ich war fleißig. Ich habe viel geübt, seit ich wieder aufstehen konnte. Auf die Wiederauferstehung. Wer trägt denn jetzt Nigels Stern? Es ist doch ein neuer Marshal da, oder? Ja. Murph Allen Short. Und wie macht er sich als Sheriff? Ein harter Brocken. Ich brauche dieser Stadt nicht dankbar zu sein. Aber Murph habe ich viel zu verdanken. Toby! Toby! Was ist los? Es ist ab heute verboten, in dieser Stadt Schusswaffen zu tragen. Stehen bleiben. Schneide den Pistolengürtel ab. Den müssen Sie sich selbst holen. Das werde ich auch tun. Ich bin vielleicht nicht mehr so schnell, wie ich noch vor 20 Jahren war, Tolby. Aber Sie verlieren noch jetzt wieder gegen mich. Lieber Scott, wenn du diesen Brief liest, bin ich tot. Das Einzige, was ich dir hinterlassen kann, ist diese Pistole. Sie ist zwar schon alt, aber sie gehörte einst Doc Holliday. Danach hatte ich sie und du bist jetzt der Dritte, dem sie gehört. Jeder, der diese Pistole getragen hat, hat daran etwas verbessert. Sie ist haargenau ausgewogen und sie schießt so leicht, dass du den Abzug kaum zu berühren brauchst. Jetzt hältst du diese Pistole in der Hand, Scott. Wenn du auch jetzt noch so denkst wie Tolby, dann erfüll mir die letzte Bitte und wirf sie weg. Hier bin ich. Sie sind hinter dir her. Sie suchen dich. Die Leute von Colby suchen dich, Scott. Sei vorsichtig, Scott. Lass mich nicht allein. Nein, Bill, keine Angst. Scott Mary, komm raus! Tolby möchte dich sprechen. Kommst du raus oder sollen wir dir erst eine Einladung schicken?
Also was ist? Sollen wir dich holen, Freundchen? Oder kommst du freiwillig raus? Gut, aber nicht schießen. Warte, ich komm raus. Das war meine erste Lektion von Tolby. Man soll keinen um etwas bitten, was er nicht von selbst tut. Keine Bewegung. Wirf die Pistole weg, Scott. Du darfst nie einem Menschen trauen. Das ist die zweite Lektion. Verschwinde! Hast du ihn gesehen? Nein. Bei Vivian Skill ist er auch nicht. Stell dich nie zwischen eine Pistole und das Ziel. Die richtige Kugel im richtigen Moment. Toby! Du bist der Letzte. Es ist keiner mehr da, den du vorschicken kannst. Du hast gesagt, wer eine Forderung nicht annimmt, der verliert sein Gesicht. Erinnerst du dich noch? Natürlich, Scott Mary. Hast du es dir auch genau überlegt, Scott? Denk an deinen Freund Murph. Ich vergesse meinen Freund nicht. Warst du seinetwegen in der Kirche und hast gebetet? Wenn ich vorm Saloon gestanden hätte, hätte mich die Sonne geblendet. Mal sehen, ob deine Tricks auch diesmal ausreichen. Mir genügt die Pistole. Auch die nützt dir diesmal nichts. Vielleicht hätte sie gegen mich allein ausgereicht. Aber nicht gegen mich und Murph. Jetzt trage ich eine Pistole, die genauso ist wie deine. Ausgewogen und mit verkürztem Lauf. Deine letzte Lektion, Scott. Wenn du anfängst zu töten, kannst du nicht mehr aufhören. Ich bin bereit.
Hol mir einen Wagen, Scott. Ich werde Clifton verlassen. Nein, Torby, dann wäre ich ein schlechter Schüler. Wenn du schon auf einen Mann geschossen hast, dann schieß ihn auch ganz tot. Sonst wird er früher oder später dich erschießen. Du hast gewonnen, Murph. Scott! Hey, Scott! Verflucht!